Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Koma Art. Ich bin Markus Köttermann und heute geht es darum, dass wir unsere Domino-Animation erweitern und dazu möchte ich eine zweite Flagge hier hinten weiter dran bauen und ja, schauen wir mal, wo wir dann am Ende rauskommen und wie es dann aussieht. Zum Anfang möchte ich jetzt erstmal meinen kompletten Rigged Body löschen. Damit habe ich dann alle Bauteile oder alle Teile wieder frei und kann daraus besser Copy-Paste machen. So, die Flagge fügen wir mal einmal mit ein. Da haben wir die Plane und die Flagge und das beide nehmen wir schon mal und sagen, ist der, machen wir das noch weg, machen wir Cube 3, New Collection und die nennen wir dann Cube 3.stage. Da bauen wir das drauf auf. Dann dasselbe nochmal, New Collection, Cube 3.must und noch ein Cube 3 Flagge. So, dann nehmen wir die beiden, gehen in die Top View mit 7. So. Und sagen Shift D. Und die beiden machen wir jetzt Yps 400. Enter. Damit haben wir die nach oben verschoben. Dann nehme ich die beiden. Muss ich jetzt eben gucken. Plane 4 ist der. Das ist die Flagge. Ja, nehmen wir die beiden runter. So, jetzt kommt hier noch eine zweite Plane mit rein, die ich dann hier als Verbindungsstück nehme. So, können wir die Plane hier kopieren. Shift D. Shift D. Und die machen wir jetzt erstmal Yps 200 minus. Damit sind wir ziemlich mittig dazwischen. Dann können wir hier oben nochmal unter Item gucken in dem Nebenpanel. Und die machen wir jetzt auf einer Y-Länge von 100. Damit sollten wir genau dazwischen sein. Und machen wir mal eine Breite von 20. Und dann verschieben wir das Ding noch auf X. GX Chip. So, nehmen wir dann doch eine Breite, sagen wir mal 10. Und dann GX. So ungefähr. So, damit haben wir hier alles auf derselben Höhe. Und dann passt das. Gut, dann haben wir den Boden, das. Die beiden tun wir erstmal wieder ausgrauen.
So. Und dann wollen wir natürlich jetzt die Flagge und den Mast quasi kopieren und dann auch nach oben schieben. So, fangen wir mit dem Masten an. So, haben wir alle. Gut. Dann nehmen wir hier auch Shift D. So, da haben wir die. Ups. 400. So, und dann können wir die sind gerade markiert, direkt runterziehen in unseren Masten. Und damit haben wir die in unserem Masten drin. So, dann machen wir den Masten mal wieder klein. Gehen mal einmal hoch. So. Und dasselbe machen wir jetzt mit der Flagge auch. So. 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 Shift D. Ach, Shift D. So, haben wir die ganzen. Und dann sagen wir auch, 400. So. Gucken wir einmal, ob das hier auch passt. Sieht gut aus. Und dann ziehen wir die auch runter in die Flagge. So. Gehen dann hier hoch. So. Und damit haben wir jetzt die zweite Flagge auch fertig. Und jetzt fehlt noch sozusagen unser Übergang. Und dafür mache ich jetzt doch noch einen Split. Und sage dann hier New Collection. Und da packe ich jetzt die für den Übergang rein. So. Dafür brauche ich dann die 3 und die array ich nach hier hinten. Und dafür bin ich gerade am Überlegen, die 3 einfach in die Kollektion schon reinzuschieben. So, gucken wir mal, wo die sind. Da war einer. Nehmen wir einfach die 3, schieben die nach da. So. Den machen wir wieder zu. Dann fangen wir mit dem hier an. Gehen auf Physics, nicht auf Physics, auf Modifier. Machen den Array. Sagen hier 0. Hier 4. Und dann gucken wir mal eben. 7 Top View. Ja, die sind dann ein bisschen eng zusammen, aber das stört mich jetzt nicht. Na, machen wir mal 9, 6, 9, 7, 9, 8. 9, 9.
985. So, dann ist das ungefähr gleich. Gut, dann lassen wir den Array erstmal und wir machen dasselbe jetzt bei dem auch. Array 0 3,985. So, sollte gleich sein. Genau, und dann haben wir hier 77 und dann machen wir hier auch 77 und dann sollte das passen. Perfekt. Und dann dasselbe hier auch nochmal. Array 77 0 3,985. So, gucken wir einmal. Passt auch. So, dann gehen wir als erstes nochmal auf den, sagen Apply. Dann gehen wir mit Tab in den Edit-Modus, sagen A für alle markieren, sagen Mesh Separate by Loose Parts. Und jetzt haben wir ganz viele hier. Dann gehen wir nochmal in den Edit mit Tab, nun in den Objekt-Modus und sagen dann Object Origin to Geometry. So, und dann haben wir die Geometrie für jeden separat wieder. Dasselbe machen wir jetzt dafür auch nochmal. Apply, Tab, Mesh, Separate by Loose Parts, Tab, Object, Origin to Geometry. Dann noch einmal Apply, Tab, A, Mesh, Separate by Loose Parts, Tab, Object, Origin to Geometry. So, damit haben wir beide Flaggen quasi fertig. Und nun wollen wir oder möchte ich, dass nicht sofort es hier weitergeht. Das heißt, ich möchte hier einen Blocking-Punkt zwischen machen und der wird dann hier quasi hingemacht. Dafür mache ich den jetzt erstmal zu. Mach noch einen rein. Und hier füge ich jetzt erstmal ein Cube dazu. Cube. So. Und den mache ich jetzt Item. Den mache ich jetzt 0,5 und hier machen wir mal 3. Wie hoch sind die? 3,4. Okay, und dann machen wir den noch Z Höhe 1,5. So, damit haben wir den jetzt da stehen. So, und dazwischen möchte ich das dann hinbauen. Machen wir mit 7 mal eben Top View. G.
So, da ist er. Der. Und dann machen wir das Shift. Die. X. So. Und dann möchte ich da einen Zylinder zwischenhauen als Stange. Dafür mache ich dann noch ein Mesh. Zylinder. Und der kriegt jetzt 0,2 Durchmesser. Dann drehe ich den jetzt mal um Y90 und kriegt mal eine Länge von 8. Könnte ein bisschen lang sein. So. G. Na, passt ziemlich gut zu dem, was ich vorhab. So. Das heißt, von dem den Y-Wert 147 7 für 7. So. Dann muss ich natürlich jetzt seitlich noch die Höhe gucken. GZ. So. Könnte funktionieren. Könnte sein, dass die auch schon zu hoch sind, dass die schon gegenhauen, aber das probieren wir dann nachher aus. So. Damit habe ich den Blocker hier. Und jetzt geht es erstmal darum, alles wieder anzupassen, dass das dann dementsprechend läuft. Das heißt, wir haben ja alle Physics entfernt und ich fange jetzt einfach mal mit dem an. Er hat nur die aktiven gelöscht, so wie es aussieht. Passiv, 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 nix. Passiv, passiv. Die sind schon mal noch da, okay. Aktiv. Aktiv, aktiv. Warum hat der die noch, wenn ich doch alle gelöscht habe? Egal. Dann machen wir erstmal Speichern. Save. Gehen nochmal nach da. Speed 3. Cache. Auf wie viel habe ich denn jetzt? Gucken wir mal. Timeline. 1800. Eins, 800. Dann müssen wir hier noch der
Rigged Body. Passive. Rigged Body. Passive. Rigged Body. Passive. Box. Box. Und Zylinder. So, was mich jetzt gerade wieder wundert ist, alles andere ist weg. Mr. geht Z, 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 Z. Z, 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 Z. Z. So. Wir haben alle. Dann machen wir mal A für alle. Object. Rigged Body. Remove. Und jetzt sollte jeder... Genau, jetzt haben wir alle removed. Das heißt, wir fangen jetzt nochmal mit dem Rigged Body komplett am Anfang an. Das heißt, wir setzen für den Rigged Body Passive, der kriegt Mesh. Dann die Plane kriegt Rigged Body Passive Box. So, und jetzt haben wir die Möglichkeit, die Plane anzupacken. Die Plane und den und sagen dann Object Rigged Body Copy from Active. Das heißt, der hat jetzt dasselbe wie der. Damit passt das. So, das heißt, wir nehmen jetzt den und den und sagen dasselbe. Copy Rigged Body Copy from Active. Und für die Stange machen wir einen eigenen. Passiv und Zylinder. So, damit haben wir die Passiven alle fertig. Dann sagen wir den hier H für Height. Den. 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 Alles an Height. Dann haben wir den noch. Height. So, jetzt, das heißt, wir haben jetzt nur noch die... Ups. So. Die. Dann machen wir auf den Rigged Body Active Box. Dann machen wir A für alle markieren. Damit haben wir nur noch die. Der bleibt der aktive hier. Und dann können wir auch Object Rigged Body Copy from Active. So, das heißt, jetzt haben wir alles. A
Nein. Nein. Ja. So, haben wir das schon mal wieder. Dann, da sind nur die Cubes drin, da ist das drin, da ist das drin. Dann die beiden. Und hier dann die drei. Und hier dann die Kamera. So, das heißt, wir haben jetzt alles wieder aktiv da. Schweiz, was wir jetzt machen. Ich möchte hier die Deutschlandflagge haben, die ist ein bisschen höher. Ich mache mit 7 wieder Top View. So. Und sage G, Y. So. G, Y. Ja, lassen wir es so. Gut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, egal, lassen wir so. Das heißt, machen wir 11, 11 und 10. Gut, damit machen wir jetzt erstmal die Bilder wieder weg. So. Und dann versuchen wir jetzt nochmal. Mal gucken, wie viel Rechenleistung es dann jetzt braucht. Erstmal lassen wir es auf die 250. Jetzt haben wir nochmal eine neue Rigged World. Und dann sagen wir mal, machen wir auf 3 und sagen Bake. Einfach nur erstmal zum Testen, ob es überhaupt anfängt. Aber wie ihr seht, es ist langsam. Mein Rechner ist überfordert. Und ja, schauen wir mal. So, dann gucken wir mal. Wir drücken mal Play und schauen mal, was passiert. Ja, ist verdammt langsam. Warum auch immer. Weil vorher war das mit 3 schon ziemlich schnell. Machen wir mal neu, machen wir mal 6. Delete Bake, Bake. Okay, dann schauen wir uns das Ganze nochmal an. Es ist schneller, aber gefühlt immer noch saulamarschig. Mit 6000 gucken wir nochmal. Sieht okay aus, aber ich finde es immer noch ein bisschen
Obwohl, wir lassen das mal so, wir können sonst nachher das Video ja auch etwas schneller laufen lassen. Wir machen aus Spaß mal noch 3, 6, machen wir mal 9. So. Und dann machen wir noch einmal ein Bake. So, damit sind wir dann jetzt schon mal weiter. Machen wir noch einmal durchlaufen. Tschüpp. Das wäre jetzt eine Geschwindigkeit, die ich schön finde. So, da wäre ich jetzt ungefähr da. Wäre jetzt die Frage, gucken wir mal von da bis da. Die sind in den Cubes drin. So, das ist 924. Bis da sind 200 und ein paar zerquetschte. Genau 206. Das heißt, es fallen nicht ganz 200 Dinger in einem. Das heißt, pro Frame ist das dementsprechend. Ich weiß aber jetzt wahrscheinlich noch, wo ein Unterschied. Ne, ich habe auf 60 Frames per Second. Qualität, ne, alles passt soweit. Ich mache jetzt nochmal aus Spaß mein altes Projekt öffnen. So, nur um einmal gegen zu vergleichen, wo wir da waren. Ja, dann schauen wir mal, wie schnell das dann hier nochmal war. Ich gehe hier auch nochmal eben auf die Timeline. Und der geht halt eben etwas schneller. Gehen wir mal bis 250. Da sind wir dann. Sind wir dann da. Sind wir bei 102. Kann auch sein, dass das dann dementsprechend täuscht. Ich möchte es auf jeden Fall dann genauso schnell haben wie hier. Das heißt, ich gehe auch auf 5000 in dem anderen und gucke dann auch, dass ich so bei... Ja, theoretisch muss ich aber, warte mal, erst gucken, wann der erste fällt. Der erste fällt bei ungefähr 30, fängt der an. 30, das heißt, ich muss bis 80 gehen. Und wo sind wir da? Da sind wir dann ungefähr da. 17. Ja, 117. Lassen wir dann mal so. Das machen wir jetzt. Don't save. Und hier machen wir dann mal 5000. 5. Genau. Delete Bake. Bake. Das dauert dann wieder ein bisschen. So, da sind wir dann. Nehmen wir den noch mit. Und den. So.
1018. 1018. Ja, passt mit der Menge ungefähr. Gut, lassen wir es so. Das heißt, jetzt muss ich dann hochgehen mit meinen Frames. Gehen wir hier mal auf 2000. Und dann hier Delete Bake auch auf 2000. Und dann wird es jetzt kritisch. Jetzt darf er rechnen. Und wir sagen mal Bake. Und dann hören wir uns gleich wieder. So, wir haben es geschafft. Es hat etwas gedauert und dann lassen wir mal durchlaufen und gucken mal, wo wir jetzt hinkommen. Also erste fällt um, dann laufen die anderen. Jo, mein Rechner ist halt voll am Rechnen. Deswegen ist mir das jetzt auch, oder fällt es einem langsamer vor, das ist mir jetzt aufgefallen, weil wir so viel haben und der Rechner voll am Rechnen ist und am Ende ist es einfach in der Vorführung deutlich langsamer. Das heißt, am Ende wird es selbe Geschwindigkeit sein. So, dann geht es hier weiter hoch. Dann gucken wir mal, ob er da oben gleich anschlägt und ob die Flagge vernünftig geht. So. Das ist ja schon mal schön. Ding, 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 ding. Ja, geil. Die halten da oben an. Und dann müssen wir jetzt gucken, wann die Flagge da oben zu Ende ist. Und dann geben wir der ein paar Frames. So, das heißt, da war die Flagge zu Ende. Und dann geben wir mal ein paar Frames. Genau, so. 50 machen wir mal da ungefähr. Dann haben wir ungefähr eine Sekunde. Und bei der Sekunde möchte ich jetzt, dass da möchte ich jetzt, dass die quasi von hier oben nach unten runterfällt. Deswegen gebe ich mit K jetzt mal einen Keyframe für die Location. Das ist das hier oben. Und ich sag mal, dass die jetzt auf den Boden fällt. Das heißt, ich gehe ein paar Frames weiter. Sagen wir 40 Frames. Sagen wir, den Keyframe schieben wir doch ein bisschen vor. Machen wir nach da. Und da soll er dann mit der Höhe
Machen wir mal eben seitlich, dass wir das ein bisschen sehen, wie tief wir den schicken. GZ. So. Dass der quasi hier auf dem Boden liegt. Machen wir mal 3. GZ. So, machen wir dann auch ein Keyframe für Location. Und dann geht das. Ja, und jetzt müsste man dann leider ab hier quasi nochmal wieder neu baken. Das heißt, wir speichern jetzt erst nochmal Fail Save und dann nochmal einmal Delete Bake, Bake. Und jetzt müssen wir leider noch einmal warten. Gut, dann schauen wir jetzt mal, ob der runtergeht und ob es dann hier weitergeht. Ne? So, Typ, der fällt runter. Und es passiert nichts. Das heißt, wir deleten den Bake nochmal. Heute läuft es auch nicht wirklich so. Wa? Und machen wir mal 2200. Weil theoretisch, ja, lassen wir mal und dann baken wir nochmal neu. Weil wir ja heute nichts Besseres vorhaben, ne? Baken wir mal. Okay, nächster Versuch, nächstes Glück. So, die Linie fällt runter. Und es passiert nichts. Delete Bake, delete all Bakes. Den 5000. All Dynamics. So, das. Bleibt uns wohl nichts, müssen wir noch einmal baken. Okay, dann hoffen wir mal, dass es jetzt funktioniert. Ja, die Stange wandert runter, aber unsere Klötze wollen einfach nicht weiter. Wo habe ich jetzt den Gedankenfehler? Weil mit der Stange sollte ja jetzt der Dings runtergehen. Physics.
Dann machen wir mal da Animated rein. Und da Animated einen Keyframe. Da ist raus und in dem Bereich, ja, vorher, nachher könnte raus sein. Versuch, okay. Das heißt, so, so, da nehmen wir dann mal raus und machen einen Keyframe. Und da machen wir auch raus und machen Keyframe. Das heißt davor und dahinter ist er aus und dann mittendrin ist er an. Gut, nächster Versuch. Vielleicht war das mein Fehler. Ich speichere noch einmal. Save und noch einmal Delete Bake, Delete All Bakes und dann Bake. Gut, jetzt kommt die Überraschung. Hat es funktioniert oder hat es nicht funktioniert? Und zwar mit den animierten. Drücken wir mal Play. Yeah. Cool, dann geht's jetzt weiter. Haha, ich bin happy, cool. Endlich hat's funktioniert. Und dann geht's hier weiter. Ach, geil, das freut mich. Gucken wir mal. 2,5, ob das jetzt ausreicht. So. Ja, und nachher mache ich dann hier, geht's dann noch weg zu einem Ende, dass es dann auch den Raum quasi wieder verlässt und dann schauen wir mal, wie es dann aussieht, aber das wird ein neues Video. Auf jeden Fall bin ich jetzt super happy, dass das funktioniert und mit der Zeit auch ziemlich hinkommt. Ja, geil. Echt cool. Ich bin happy. Ja, und mit dieser Happiness oder Fröhlichkeit oder mit diesem Erfolgserlebnis will ich dann das Video jetzt auch beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne lasst mir ein Like oder einen Kommentar da, wie ihr das jetzt fandet, ob ihr das sofort gefunden hättet, dass man das hier auch mit Animated dann hinbekommt. Ich denke, ich habe es schon mal irgendwo gebraucht, aber es ist mir nicht eingefallen. Auf jeden Fall hat es mir jetzt hier den Allerwertesten gerettet. Und somit würde ich sagen, ja, lasst ein Like da, einen Kommentar und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss.